Willkommen bei German Tales, einfaches Deutsch. Hier kannst du langsam zuhören, klar wiederholen, natürliche Sätze nachsprechen und Deutsch auf eine ruhige Weise lernen. Ich heiße Anna und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Lektion werde ich langsam und einfach sprechen. Ich werde leichte Wörter und klare Sätze verwenden. Ich werde auch wichtige Ideen wiederholen, damit du meiner Stimme folgen, das Sprechen üben und Schritt für Schritt mehr Selbstvertrauen bekommen kannst. Heute üben wir ein sehr nützliches Thema: wie man auf Deutsch über seinen Tag spricht. Nicht nur mit einem oder zwei Wörtern, sondern mit ganzen einfachen Sätzen. Was machst du, nachdem du aufgewacht bist? Was machst du normalerweise am Nachmittag? Wie verbringst du deinen Abend? Was machst du, bevor du schlafen gehst? Am Ende dieser Lektion wirst du viele einfache Sätze kennen, mit denen du deinen eigenen Tag auf Deutsch beschreiben kannst. Dieses Thema ist wichtig, weil dein Tag ein Teil deines echten Lebens ist. Du kennst deinen Tag bereits. Du weißt, wann du aufstehst. Du weißt, was du isst. Du weißt, wohin du gehst. Du weißt, was du zu Hause, bei der Arbeit oder in der Schule machst. Deshalb musst du nicht über schwierige Ideen nachdenken. Du musst nicht über Politik, Geschichte oder komplizierte Themen sprechen. Du kannst mit deinem eigenen Leben beginnen. Das ist eine der besten Methoden, eine Sprache zu lernen. Wenn du über deinen Tag sprichst, lernst du nützliches Deutsch für echte Gespräche. Du kannst sagen, wann du aufstehst, was du zum Frühstück isst, wohin du gehst, was du tagsüber machst, wie du dich fühlst und was du am Abend machst. Vielleicht bist du müde. Vielleicht bist du beschäftigt. Vielleicht bist du glücklich. Vielleicht bist du entspannt. All diese Dinge sind einfach, aber sehr nützlich. Und denke immer daran, du musst nicht perfekt sprechen. Du musst nur anfangen. Wenn du deinen Tag immer wieder beschreibst, gewöhnt sich dein Gehirn langsam an die deutsche Sprache. Du beginnst auf Deutsch zu denken. Du beginnst vollständige Sätze zu benutzen. Du hörst auf, jedes Wort in deinem Kopf zu übersetzen. Und das Sprechen wird leichter. Stell dir eine einfache Situation vor. Jemand fragt dich: Was hast du heute gemacht? Wenn du diese Lektion übst, kannst du selbstbewusst antworten. Du kannst sagen: Ich bin um 7 Uhr aufgewacht. Ich habe mein Gesicht gewaschen. Ich habe gefrühstückt. Dann bin ich zur Arbeit gegangen. Am Nachmittag war ich beschäftigt. Am Abend habe ich das Abendessen gemacht und ein Video angesehen. Das ist nicht schwierig. Aber es ist echte Kommunikation. Und echte Kommunikation ist das Ziel. Auch wenn du allein bist, kannst du üben. Auch wenn du keinen Deutschlehrer hast, kannst du üben. Auch wenn du schüchtern bist, kannst du zu Hause ganz ruhig üben.
Du kannst mit dir selbst sprechen. Du kannst deine Stimme aufnehmen. Du kannst sie noch einmal anhören. Du kannst morgen dieselben Sätze wiederholen. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, stelle dir einfache Fragen. Wann bin ich aufgewacht? Was habe ich gegessen? Wohin bin ich gegangen? Mit wem habe ich gesprochen? Was habe ich am Abend gemacht? Wie habe ich mich heute gefühlt? Diese Fragen helfen dir, Sätze zu bilden. Sie helfen dir, Wörter zu behalten. Sie helfen dir, ohne Stress zu sprechen. Du kannst morgens üben, indem du über gestern sprichst. Du kannst abends üben, indem du über heute sprichst. Du kannst sogar nur 2 oder 3 Minuten üben. Das Wichtigste ist nicht, perfekte Sätze zu bilden. Das Wichtigste ist, zu sprechen. Benutze das Deutsch, das du bereits kennst. Halte es einfach. Bilde kurze Sätze. Und mach weiter. Ein Satz heute. 2 Sätze morgen. Ein kurzer Absatz nächste Woche. Schritt für Schritt wirst du besser werden. Also, lass uns jetzt gemeinsam beginnen. Langsam. Klar. Wort für Wort. Satz für Satz. Ein nützlicher deutscher Satz nach dem anderen. Der Morgen. Beginnen wir mit dem ersten Teil des Tages. Der Morgen ist eine gute Zeit, um Deutsch zu üben, weil viele Dinge jeden Tag in derselben Reihenfolge passieren. Du wachst auf. Du stehst aus dem Bett auf. Du wäschst dein Gesicht. Du putzt deine Zähne. Du frühstückst. Du machst dich fertig. Dann beginnt dein Tag. Diese Tätigkeiten sind einfach, aber sehr nützlich zum Sprechen. Jetzt üben wir einige Sätze für den Morgen. Höre aufmerksam zu. Wiederhole langsam, wenn du möchtest. Los geht's. Ich wache normalerweise um 7 Uhr auf. An manchen Tagen wache ich früher auf, etwa um 6:30. Wenn ich viel zu tun habe, versuche ich, früh aufzustehen. Wenn ich nachts spät schlafen gehe, bin ich morgens müde. Manchmal bleibe ich noch ein paar Minuten im Bett. Ich schaue an die Decke und denke über meinen Tag nach. Dann atme ich tief ein. Ich strecke meine Arme und Beine. Danach setze ich mich langsam auf. Dann stehe ich aus dem Bett auf. Ich gehe ins Badezimmer. Ich putze mir sorgfältig die Zähne. Ich putze meine Zähne ungefähr 2 Minuten lang. Dann wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser. Kaltes Wasser hilft mir, wach zu werden. An manchen Morgen dusche ich kurz. Ich dusche, wenn ich mich schläfrig oder müde fühle. Während ich dusche, höre ich manchmal ruhige Musik. Manchmal höre ich eine Deutschlektion, während ich mich fertig mache. Nach dem Duschen trockne ich mich mit einem Handtuch ab. Dann suche ich meine Kleidung aus. Ich trage gern saubere und bequeme Kleidung.
Wenn ich zu Hause bleibe, trage ich etwas Einfaches. Wenn ich zur Arbeit, zur Schule oder zu einem Termin gehe, ziehe ich etwas Schöneres an. Nachdem ich mich angezogen habe, gehe ich in die Küche. Ich bereite ein einfaches Frühstück zu. An den meisten Morgen esse ich Eier, Toast oder Obst. Manchmal esse ich Haferbrei, wenn ich etwas Warmes möchte. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, mache ich ein Omelett. Ich trinke morgens Kaffee. An manchen Tagen trinke ich stattdessen Tee. Tee fühlt sich leicht und beruhigend an. Während ich frühstücke, schaue ich manchmal ein kurzes Video. Manchmal lese ich Nachrichten auf meinem Handy. Aber an ruhigen Morgen benutze ich mein Handy nicht. Ich sitze einfach da, esse langsam und höre auf die Geräusche draußen. Ich höre morgens gern die Vögel. Bevor ich das Haus verlasse, überprüfe ich mein Handy. Ich schaue auf die Uhr. Ich lese meine Nachrichten. Ich prüfe meinen Kalender. Ich schaue nach, ob ich ein Meeting, einen Kurs oder einen Termin habe. Dann packe ich meine Tasche. Ich lege mein Handy in die Tasche. Ich lege mein Notizbuch in die Tasche. Ich nehme meine Schlüssel mit. Ich nehme mein Portemonnaie mit. Ich nehme auch eine Flasche Wasser mit. Bevor ich hinausgehe, schaue ich mich noch einmal im Zimmer um. Ich vergewissere mich, dass ich alles habe, was ich brauche. Dann ziehe ich meine Schuhe an. Ich öffne die Tür. Ich trete nach draußen und mein Tag beginnt. Meine Morgenroutine. Jetzt üben wir Shadowing mit einer kurzen Geschichte über den Morgen. Höre zuerst den Satz. Dann pausiere das Video und wiederhole ihn langsam. Versuche den Rhythmus nachzuahmen. Versuche deutlich zu sprechen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur üben. Bist du bereit? Dann fangen wir an. An den meisten Morgen wache ich gegen 7 Uhr auf. An stressigen Tagen wache ich etwas früher auf. Wenn ich die Augen öffne, bleibe ich noch einen kurzen Moment im Bett. Ich denke darüber nach, was ich heute erledigen muss. Dann strecke ich meine Arme und Beine. Ich gähne, atme tief ein und stehe langsam aus dem Bett auf. Danach gehe ich ins Badezimmer. Ich putze mir sorgfältig die Zähne. Ich versuche, meine Zähne 2 Minuten lang zu putzen. Dann wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser. Kaltes Wasser hilft mir, mich frisch und wach zu fühlen. Wenn ich immer noch müde bin, nehme ich eine warme Dusche. Manchmal höre ich während des Duschens ruhige Musik. Manchmal höre ich eine kurze Deutschlektion. Das hilft mir, den Tag auf eine ruhige Weise zu beginnen. Nach dem Duschen trockne ich mich ab und ziehe saubere Kleidung an. Ich schaue in den Spiegel und richte meine Haare. Dann gehe ich in die Küche. Ich bereite ein einfaches Frühstück zu. An den meisten Tagen esse ich Toast mit Butter oder Marmelade.
Manchmal esse ich ein Ei oder etwas Obst. Ich trinke morgens auch Kaffee. Für mich macht Kaffee den Morgen erst komplett. Während ich frühstücke, sitze ich am Fenster. Ich schaue nach draußen und beobachte die Straße. Manchmal höre ich Vögel singen. Ich mag diesen ruhigen Moment, bevor der Tag hektisch wird. Bevor ich das Haus verlasse, überprüfe ich mein Handy. Ich schaue auf die Uhr. Ich lese meine Nachrichten. Ich schaue auf meinen Tagesplan. Dann packe ich meine Tasche. Ich stelle sicher, dass ich mein Handy, mein Portemonnaie, meine Schlüssel und mein Notizbuch dabei habe. Manchmal nehme ich auch einen kleinen Snack oder eine Flasche Wasser mit. Zum Schluss ziehe ich meine Jacke an. Ich ziehe meine Schuhe an. Ich öffne die Tür. Und ich verlasse das Haus, um meinen Tag zu beginnen. Abschließende Übungssätze. Jetzt üben wir noch ein paar letzte Sätze zusammen. Höre zuerst zu. Dann sprich mir nach. Jeder Morgen ist anders, aber ich mag eine einfache Routine. Wenn ich morgens Deutsch übe, fühle ich mich bereit für den Tag. Ich muss nicht alles auf einmal lernen. Ich mache langsam Fortschritte und ich bin stolz darauf. Ich werde jeden Tag weiter üben. Der Nachmittag. Nun machen wir mit dem Nachmittag weiter. Der Nachmittag ist der mittlere Teil des Tages. Für viele Menschen ist das die geschäftigste Zeit des Tages. Manche Menschen arbeiten, manche Menschen lernen oder studieren. Manche Menschen sind zu Hause und kümmern sich um den Haushalt, die Kinder oder die Familie. Egal wie dein Nachmittag aussieht, du kannst trotzdem Deutsch benutzen. Du brauchst keine lange Lerneinheit. Schon 5 Minuten können helfen. Du kannst beim Spazierengehen zuhören. Du kannst beim Kochen einen Satz wiederholen. Du kannst während einer Pause einen kurzen Absatz lesen. Kleine Übung ist immer noch Übung. Jetzt lernen wir einige nützliche Sätze für den Nachmittag. Wiederhole langsam nach mir. Nach dem Mittagessen arbeite ich normalerweise weiter. Manchmal fühle ich mich nach dem Essen etwas müde. Ich überprüfe meine E-Mails und beantworte zuerst die wichtigen. Ich lese Nachrichten von meinen Kollegen, Mitschülern oder Freunden. An manchen Nachmittagen habe ich ein Meeting. Manchmal spreche ich mit meinem Chef, einem Kunden oder einem Lehrer. Wir sprechen über Aufgaben, Pläne und Probleme. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, sitze ich an meinem Schreibtisch. Ich öffne meinen Laptop und beginne mit der Arbeit. Ich versuche mich immer nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Manchmal schreibe ich einen Bericht, manchmal bereite ich eine Präsentation vor, manchmal lerne ich oder mache Hausaufgaben. Ich schaue auch in meinen Planer. Ich sehe nach, was ich vor dem Ende des Tages noch erledigen muss. Gegen 3 Uhr mache ich normalerweise eine kurze Pause. Ich stehe auf und strecke meinen Körper.
Ich trinke Wasser oder mache mir eine Tasse Tee. Wenn ich Hunger habe, esse ich einen kleinen Snack. Vielleicht esse ich etwas Obst. Vielleicht esse ich einen Keks. Vielleicht esse ich ein Stück Brot. Wenn ich Zeit habe, gehe ich für einen kurzen Spaziergang nach draußen. Frische Luft hilft mir, mich besser zu fühlen. Schon 10 Minuten draußen können mir mehr Energie geben. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich in der Nähe meines Hauses spazieren. Manchmal sitze ich ein paar Minuten in der Sonne. Wenn ich am Nachmittag freie Zeit habe, übe ich Deutsch. Ich höre einen kurzen Podcast. Ich lese einen einfachen Text. Ich schaue ein langsames deutsches Video an. Ich versuche, die Hauptidee zu verstehen. Ich mache mir keine Sorgen, wenn ich nicht jedes Wort verstehe. Ich wiederhole nützliche Sätze laut. Das hilft meinem Mund, sich an die deutsche Sprache zu gewöhnen. Es hilft mir auch, klarer zu sprechen. Shadowing ist sehr hilfreich für die Aussprache. Wenn ich den Sprecher nachahme, fühle ich mich selbstbewusster. Bevor ich meine Arbeit beende, schaue ich mir an, was ich geschafft habe. Ich schreibe meine erledigten Aufgaben auf. Ich schreibe auch auf, was ich morgen machen muss. Das hilft mir, organisiert zu bleiben. Manchmal schreibe ich ein neues deutsches Wort in mein Notizbuch. Ich schreibe das Wort auf. Ich schreibe die Bedeutung dazu. Dann bilde ich einen einfachen Satz damit. Bevor der Nachmittag endet, wiederhole ich meine Notizen. Ich lese für ein paar Minuten in meinem deutschen Notizbuch. Das hilft mir, mich an das Gelernte zu erinnern. Und Schritt für Schritt wird Deutsch für mich leichter. Meine Nachmittagsroutine. Jetzt erzähle ich dir eine kurze Geschichte über meinen Nachmittag. Du kannst zuerst zuhören. Dann pausiere die Aufnahme und sprich nach. Versuche die Geschwindigkeit, den Rhythmus und das Gefühl der Sätze nachzuahmen. Das nennt man Shadowing. Shadowing ist eine sehr gute Methode, um gleichzeitig Sprechen und Hören zu üben. Fangen wir an. Nach dem Mittagessen gehe ich normalerweise zurück an meinen Schreibtisch und arbeite weiter. Zuerst überprüfe ich meine E-Mails, dann schaue ich auf meine Aufgabenliste für den Nachmittag. Ich wähle die wichtigste Aufgabe aus und beginne damit. An manchen Nachmittagen habe ich ein Online-Meeting mit meinem Team. Wir sprechen über die Arbeit, die wir am Morgen erledigt haben. Dann sprechen wir darüber, was wir als nächstes tun müssen. Unsere Meetings sind normalerweise kurz. Sie dauern etwa 20 bis 30 Minuten. Nach dem Meeting mache ich eine kleine Pause. Ich stehe auf und strecke meinen Rücken. Dann gehe ich in die Küche. Ich mache mir eine Tasse Tee oder Kaffee. Ich trinke sie langsam am Fenster. Manchmal schaue ich nach draußen und lasse meine Augen einen Moment ruhen.
Wenn das Wetter schön ist, gehe ich für ein paar Minuten nach draußen. Frische Luft hilft mir, wieder wach zu werden. Wenn ich am Nachmittag etwas freie Zeit habe, übe ich Deutsch. Manchmal höre ich einen einfachen deutschen Podcast. Manchmal lese ich eine kurze Geschichte. Manchmal schaue ich ein langsames deutsches Video an. Wenn ich einen nützlichen Satz höre, pausiere ich. Dann wiederhole ich den Satz laut. Ich versuche, die Stimme des Sprechers nachzuahmen. Ich versuche, den Rhythmus zu kopieren. Das hilft mir, natürlicher zu sprechen. Es hilft mir auch, Deutsch besser zu verstehen. Bevor ich meine Arbeit beende, schreibe ich eine kurze Notiz über meinen Tag. Ich schreibe auf, was ich erledigt habe. Ich schreibe auf, was ich morgen noch erledigen muss. Dann schreibe ich einen einfachen Satz auf Deutsch darüber, wie ich mich fühle. Zum Beispiel: Ich habe heute meine Arbeit erledigt und fühle mich glücklich. Oder: Ich war heute müde, aber ich habe trotzdem Deutsch geübt. Das hilft mir, über meinen Tag nachzudenken. Es hilft mir auch, motiviert zu bleiben. Jetzt bist du dran. Pausiere die Lektion für einen Moment. Versuche, über deinen Nachmittag zu sprechen. Du kannst kurze und einfache Sätze verwenden. Was machst du normalerweise nach dem Mittagessen? Gehst du wieder zur Arbeit? Gehst du zum Unterricht? Bleibst du zu Hause? Ruhst du dich aus? Lernst du? Kümmerst du dich um deine Familie? Schreibe 3 oder 4 Sätze, wenn du möchtest. Oder sprich sie laut aus. Mach dir keine Sorgen über Fehler. Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist Übung. Der Abend und die Nacht. Jetzt sprechen wir über den Abend. Der Abend ist die Zeit, in der der Tag ruhiger wird. Viele Menschen kommen nach Hause, essen zu Abend, ruhen sich aus und bereiten sich auf das Schlafengehen vor. Es ist auch eine gute Zeit, Deutsch zu üben, weil du über deinen Tag sprechen kannst. Wiederholen wir einige nützliche Sätze für den Abend. Ich komme gegen 6 Uhr abends nach Hause. Wenn ich das Haus betrete, ziehe ich meine Schuhe aus. Dann setze ich mich für ein paar Minuten hin und ruhe mich aus. Manchmal höre ich nach der Arbeit Musik. Manchmal schaue ich ein kurzes Video oder die Nachrichten. Wenn ich müde bin, ruhe ich mich aus, bevor ich das Abendessen zubereite. Ich bereite etwas Einfaches zum Abendessen zu. Manchmal koche ich zu Hause. Manchmal bestelle ich Essen. Ich esse mit meiner Familie zu Abend. Wir sitzen am Tisch und sprechen über unseren Tag. Wir erzählen uns kleine Geschichten. Wir sprechen über Arbeit, Schule, Essen und unsere Pläne. Nach dem Abendessen räume ich den Tisch ab. Ich spüle das Geschirr. Ich putze die Küche.
Manchmal mache ich nach dem Abendessen einen kurzen Spaziergang. Ein Spaziergang hilft mir, mich zu entspannen. Bevor ich ins Bett gehe, mache ich gerne etwas Ruhiges. Ich lese ein paar Seiten in einem Buch. Manchmal höre ich ruhige Musik. Manchmal höre ich eine langsame Deutschlektion. Dann dusche ich. Ich putze meine Zähne. Ich lege meine Kleidung für den nächsten Tag bereit. Ich schaue ein letztes Mal auf mein Handy. Dann lege ich mein Handy weg. Ich gehe gegen 10:30 oder 11 Uhr ins Bett. Bevor ich einschlafe, denke ich über meinen Tag nach. Ich frage mich, was habe ich heute gemacht? Was habe ich heute gelernt? Wie habe ich mich heute gefühlt? Dann schließe ich die Augen und ruhe mich aus. Jetzt hast du eine komplette Tagesroutine gehört. Du hast den Morgen gehört. Du hast den Nachmittag gehört. Du hast den Abend und die Nacht gehört. Jetzt möchte ich, dass du es selbst versuchst. Erzähle deinen eigenen Tag auf Deutsch. Beginne mit dem Morgen. Wann wachst du auf? Was isst du zum Frühstück? Wohin gehst du? Dann sprich über den Nachmittag. Was machst du nach dem Mittagessen? Arbeitest du? Lernst du? Machst du eine Pause? Dann sprich über den Abend. Was machst du nach dem Abendessen? Schaust du etwas an? Liest du? Gehst du früh oder spät ins Bett? Du kannst über heute sprechen. Oder du kannst über einen normalen Tag in deinem Leben sprechen. Halte deine Sätze einfach. Benutze Wörter, die du bereits kennst. Sprich langsam. Und das Wichtigste, mach weiter. Herzlichen Glückwunsch für heute. Du hast eine komplette Tagesroutine geübt. Du hast aufmerksam zugehört. Du hast nützliche Sätze wiederholt. Du hast Wörter für den Morgen, den Nachmittag, den Abend und die Nacht gelernt. Und das Wichtigste ist, du hast Deutsch für das echte Leben benutzt. Das ist echter Fortschritt. Du lernst Deutsch nicht nur aus einem Buch. Du benutzt Deutsch, um über dich selbst zu sprechen. Das ist sehr wichtig. Komm gerne wieder zu dieser Lektion zurück. Höre sie noch einmal an. Wiederhole die Sätze noch einmal. Und versuche jedes Mal 1 oder 2 neue Sätze zu deiner eigenen Geschichte hinzuzufügen. Schritt für Schritt wird sich Deutsch sprechen leichter anfühlen. Das war German Tales. Ich bin Anna und ich bin stolz auf deine heutige Übung. Höre weiter zu. Wiederhole weiter. Sprich weiter. Und glaube weiter an deinen Weg mit der deutschen Sprache. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Danke, dass du mit mir Deutsch gelernt hast.